Diese Nachricht muss unbedingt die Rebellen erreichen. Zeigt endlich das Spiel! Ja, wir hören ja schon auf. Hollywood-Niveau werden wir damit wahrscheinlich nicht erreichen, aber hier geht es auch nicht um uns, sondern um Rebel Assault und man sah das Spiel damals bombastisch aus. Boah, das sieht ja aus wie im Film. War 1993 meist die erste Reaktion, als man bewegte Spielszenen zu Gesicht bekam. Doch wie war das möglich? Der Titel war neben The Seven Guest eines der ersten Spiele, für die ein CD-Laufwerk absolut Pflicht war. Hintergrund waren die aufwendigen Actionsequenzen, welche eigentlich nicht mehr waren als vorgerenderte Videos. In der Rolle des Rookie One, das Geschlecht dürft ihr übrigens selbst bestimmen, fliegt ihr zumeist in bekannten Raumschiffen wie dem A- oder X-Wing auf vorgefertigten Bahnen. Aber Hand aufs Herz, das sah damals echt überwältigend aus. Hinzu kommt, dass ihr ab und zu Abzweigungen nehmen konntet, was die Illusion eines spielbaren Films noch mehr verstärkte. Auf Disketten war ein Spiel dieser Art einfach nicht mehr möglich. Bedingt durch die positive Mundpropaganda entwickelte sich Rebel Assault zu einem Hit und sorgte dafür, dass CD-Laufwerke auf dem PC endlich Standard wurden. Allerdings hat die brillante Technik des Spiels seinen Preis. Das Spiel ist verhältnismäßig kurz und kann in unter einer Stunde durchgespielt werden. Jedoch wird dies wohl so schnell keiner geschafft haben, denn Entwickler LucasArts bediente sich eines gemeinen Tricks, um die Spielzeit zu strecken. Rebel Assault ist nämlich unfassbar schwer. Nicht nur, dass ihr quasi überall aneckt, was zur Zerstörung eures Fliegers beiträgt, nein, auch feindliche Flieger treffen euch extrem schnell, falls ihr sie nicht schnell genug abschießt. Ich bin unzählige Tode gestorben, was irgendwann in absoluten Frust ausartete. Alright, before we begin, let's get something straight. I don't like hotshots. If you want to impress me, show me control and discipline. Ich habe die ganze Zeit nichts anderes versucht. I'll be leading you through the last phase of your flight training. Any questions? Wie steuere ich vernünftig, ohne zu sterben? Hallo? Outpost Control, come in. The rookie wasn't that sharp after all. I guess we'll have to get another one. Zur Verteidigung des Spiels, auch wenn es hier anders aussieht, ich habe tatsächlich nur mit einem Controller gespielt. Mit einem typischen Sidewinder-Joystick steuert sich das Ganze wesentlich zuverlässiger. Dass es nicht nur mir so geht, zeigt zum Glück der folgende Ausschnitt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Solange die Musik stimmt, ist alles gut. Lass mich raten, ich darf von Level 1 anfangen, oder? Mann. Mann. Alter, jetzt. Yeah. Passwort Dix. Bevor ihr jetzt denkt, was für Noobs, lasst euch eines gesagt sein, Rebel Assault verlangt von euch alles. Wenn ihr den Titel damals nicht gespielt habt, dann wird euch Rebel Assault wahrscheinlich in den Wahnsinn treiben. Dennoch, oder vielleicht sogar gerade deswegen, muss man den Titel gespielt haben. Quasi im Alleingang hat Rebel Assault ein eigenes Subgenre geschaffen, aus dem auch Spiele wie das unsägliche Creature Shock hervorgegangen sind. Für Star Wars Fans war es zum Glück nicht der einzige Ausflug dieser Art. 1995 bekam Rebel Assault mit Rebel Assault 2 The Hidden Empire einen Nachfolger spendiert, welcher sogar mit echten Schauspielern und Originalkostümen aus den Filmen aufwartete und technisch nochmal eine ganze Schippe drauflegte. Jedoch war der Wow-Effekt des Vorgängers verflogen, weshalb die Fachpresse Rebel Assault 2 trotz ähnlicher Prämisse wesentlich schlechter bewertete. Da halfen leider auch nicht die durchaus ernst gemeinten Videosequenzen, welche ihren trashigen Charme nicht verbergen konnten. That entitles you to this. Ja, es ist höllisch schwer und nein, es hat nicht viel Inhalt
Und ich werde sicherlich noch tausende Albträume von diesem höllischen Schwierigkeitsgrad haben. Aber dennoch, 1993 war das Ding auf dem Markt. Und das muss man Rebel Assault echt lassen. Wieder muss ich alles alleine machen. Egal, es folgt eine wichtige Ankündigung. In Kooperation mit GOG verlosen wir ab diesem Monat 10 DRM-freie Download-Keys zum jeweiligen Spiel des Monats. 5 Keys könnt ihr direkt im Museum an unserer Game Station gewinnen. Für die anderen müsst ihr einfach einen Blick auf unsere Facebook- und Twitter-Accounts werfen. Teilnahmeschluss für beide Gewinnspiele ist der 31.01.2017. Die Macht des Zufalls entscheidet dann. Darüber hinaus könnt ihr Rebel Assault im Bundle mit Rebel Assault 2 nicht nur bei uns im Museum spielen, sondern auch direkt bei GOG holen. Denn dank GOG ist es kinderleicht, alte Klassiker nochmal auf modernen PCs neu zu erleben. Und das sogar DRM-frei. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein.